Aber diese sichere Insel, die gab es eigentlich gar nicht. Das war ein Trugschluss. Im Grunde genommen war ich ja nur durch eine rot-weiße Schranke vorne am Gate von der Welt getrennt. Ich ging hin und wieder, manchmal nach der Arbeit zum Office des Campmanagers, um Bastelmaterial und Spielzeug nachzubestellen. Und einmal trug ich an diesem Tag einen langen arabischen Wickelrock und ein rückenfreies Top, das im Nacken mit einer Schleife zusammengebunden war. Im Büro standen einige Araber, die Limonade aus der Stadt geliefert hatten, herum. Und einer von ihnen, ein alter, faltiger Mann, funkelte mich böse an, als ich in den Raum kam. Er fuchtelte gleich mit den Händen in der Luft herum und spuckte vor mir auf den Boden und schrie, während er auf mich zeigte, Muschkoyes, was so viel wie schlecht bedeutet. Als er drohend auf mich zuging, verließ ich fluchtartig den Raum. Ich hörte aber noch, wie der Campmanager den Mann im strengen Ton anbrüllte. Ein paar Tage später, ich wollte unbedingt auf den Markt, um Stoff und ein paar Gewürze zu kaufen, schickte mir Frank, weil er keine Zeit hatte, einen Fahrer, Ahmed, einen dunkelhäutigen, großgewachsenen, kräftigen Mitarbeiter, der aus Kuwait stammte und der als Verbindungsmann zwischen ihm und dem arabischen Zoll tätig war. Höflich hielt der Mann mir die Wagentüre auf, und da er fließend Arabisch sprach und dolmetschte, hatte ich meine Einkäufe sehr schnell erledigt. Auf dem Rückweg bat er mich, noch kurz mit ihm in seine Wohnung zu kommen, weil er unbedingt ein paar Unterlagen mitnehmen müsste. Wohl fühlte ich mich nicht, als wir das kleine, dämmerige Zimmer am Rande der Stadt betraten. Aber als Frau alleine im Auto in einer fremden Gegend sitzen, das ging ja auch nicht. Er war auch sehr liebenswürdig, bot mir einen Platz an und brachte mir eine Tasse Tee. Und legte danach mit ausdrucksloser Miene einen Stapel Pornohefte vor mich auf den Tisch. Dann setzte er sich dicht neben mich. Mir fuhr der Schreck in alle Glieder, während der Mann eins der Hefte aufschlug und auf eine nackte Frau, die mit breit gespreizten Beinen abgebildet war, mit dem Finger tippte. Seine Augen waren dabei schmal wie Schlitze, und er beobachtete mich wie eine Schlange die Maus, die sie gleich fressen will. Ich ließ mir meine Angst nicht anmerken, stand aber rasch auf, schaute ihn böse an, sagte, I have to go home now. Und so schnell ich konnte, lief ich nach draußen. Ich dachte, er vergewaltigt mich. Im Auto, auf der Heimfahrt, dachte ich nur, hoffentlich fährt er nicht irgendwo rechts ran und tut mir was an. Ich stieg wortlos aus, als wir im Camp ankamen. Als Frank abends nach Hause kam, schrie und weinte ich und beschimpfte ihn, weil er mich in diese fürchterliche Situation gebracht hatte. Aber mein Wunsch, diesen Mann zu entlassen, wurde nicht nachgegeben. Er bekam zwar von der Bauleitung eine Verwarnung, aber mir wurde klargemacht, wie wichtig er in seiner Vermittlerrolle für die Arbeit des Hafens sei. Dieser scheußliche Vorfall wurde aber schnell durch etwas viel weitaus Schlimmeres verdrängt. Kurz danach verunglückte ein deutscher Mitarbeiter tödlich auf einer der Zufahrtsstraßen in die Stadt. Ein Saudi hatte ihm die Vorfahrt genommen. Ich kannte den Mann nicht, aber seine junge Frau hatte ich auf einem der Kaffeekränzchen flüchtig kennengelernt. Sie war noch nicht lange da, und nun flog sie mit einem Sarg im Frachtraum wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte den Eindruck, dass die meisten Menschen, die da mit mir lebten, diese schrecklichen Ereignisse gar nicht an sich heranließen. Es wurde einfach nicht mehr darüber gesprochen. Es war, wie es war. Und es war ja auch nicht zu ändern. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.